Endlich mal wieder fischen an der Yama und hier ballern sie dann doch noch endlich rein. Und zwar nicht nur die Keterlachse, sondern auch mal die schönen Rot- und Silberlachse. Und die Keterlachse, die natürlich auch. Aber eben nicht nur. Aber zurzeit tatsächlich an vielen, vielen Spots dicke, fette Brocken voll mit Keterlachsen. Ich stehe jetzt hier schon ein bisschen länger, habe schon ein bisschen rumprobiert, verschiedene Spots, zig Köder schon durchprobiert und habe mir gedacht, na Alten, hier an der Stelle war es ja noch nie. Einfach mal hingehen und testen. Ja, und was soll ich sagen? Die ersten Fische, die hier reinballern, direkt Keterlachse. Genauso, wie man es nicht haben will. Hieß also Köder testen. Was ich halt sehr geil finde, und ich glaube, man sieht es auch hier direkt an der Strömung, hier schießt das so links rüber, aber da vorne, also ich sag mal, hier in diesem Bereich, hier ist so eine Kante und da schießt es so von rechts nach links und von hier vorne schießt es so quer rüber, quasi von unten nach vorne. Also genau hier ist irgendwie nochmal so eine Strömungskante, woher auch immer das hier kommt. Es kommt quasi aus dem Sand herausgeströmt hier, aber sehr extrem. Ich glaube, wir können das hier glaube ich ganz gut sehen. Und da vorne, genau ab hier so, hier geht die Bahn so ein bisschen mehr. Genau, hier sieht man es auch gut, kommt so von rechts nach links und hier stößt es dann auf einmal, ich glaube hier in dem Bereich, hier geht es dann los. Da geht es dann nach da hinten rüber. So, und in diesem Bereich, da stehe ich jetzt gerade und leier hier den Hunter durch. Und zwar den Hunter 2. Ich teste jetzt auch gleich noch ein paar andere, denn dieser Hunter 2, also ein etwas länglicher Köder, nicht ganz so riesig groß und orangefarben, der hat jetzt gerade schon ganz gut geliefert. Hier ist er. Der Hunter in orange-rot mit einem schönen großen 2,0er Haken drauf. Genau, der hat gerade schon ganz gut geliefert. Und zwar jetzt gerade eben nochmal einen schönen Rotlachs. Geht natürlich auch richtig gut rein. Rotlachs mit 3,8 Kilo. Schmeckt. Und kurz davor hier auch noch 3,7er Silberlachs. Auch der hier auf dem Hunter 3. Auch richtig schönes Ding. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, und jetzt wollen wir hier noch ein bisschen mehr optimieren, das Ganze. Ich bin hier gerade mit 15 Kilo Schnur und ich traue mich auch gerade tatsächlich nicht so wirklich hiervon weg, von den 15 Kilo. Ich bin ja sonst gerne auch an den altbekannten Stellen, wenn man mal so ein bisschen weiter, ich sag mal, in der Mitte der Map ist, gerne auch mal mit 9 Kilo unterwegs oder 12 Kilo. Jetzt hier ist mir das mit 15 Kilo eigentlich gerade ganz recht. Wenn ich mir jetzt überlege, hier ballert aus Versehen mal einen König rein, dann wird es haarig. Denn da ist die Map offen. Und da ist die Strömung so extrem heftig. Da kriegst du einfach, also einen 15er Königslachs, der nach dahin abhaut, den kriege ich auch nicht mehr reingekurbelt. Nicht mal, wenn er komplett fix und foxy ist, der Fisch, und sich nur noch ziehen lässt. Selbst dann ist die Strömung so heftig, dass das Gewicht des Fisches mich hier einfach leer zieht. Wir hatten das vor Wochen auch schon mal ein bisschen weiter links. Ich kann mal eben zeigen, wo wir hier sind. Hier der andere Schniepi sozusagen. Der andere Schniepi. Es ist nicht I4, sondern es ist I5. Also im unteren Bereich. Auch hier nochmal so eine schöne enge Stelle. Und wir haben hier eine Gewässerkante. Wir haben hier eine Gewässerkante, einen schmalen Bereich. Also diese Bereiche werfe ich jetzt an, hier werfe ich an, genauso wie das hier halt ganz gut klappt, wenn man so in diese Richtung wirft oder nach da wirft. Das sind so die Bereiche, die immer wieder ganz gut funktionieren. Ja, wie gerade schon gesagt, ich teste jetzt gleich noch andere Köder, ähnliche Färbung, anderes, ja, wobei auch länglich, aber einfach mal eine andere Art. Da wäre zum einen mit der Suchfunktion 14 hier, da kommen wir auf die Weikos, 14 Gramm Weikos, auch richtig gut. Das sind alles nicht die riesig großen, die kann man bestimmt auch mal durchleiern hier, die riesengroßen Blinker, sondern es sind die eine Nummer kleiner, die etwas
die etwas kleineren, aber eben auch nicht die ganz kleinen. Also die Mittelklasse-Blinker. Und die funzen halt immer mal wieder ganz gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das hier vom Wetter jetzt gerade genau passend? Welche Geschwindigkeit? Was ich gleich auf jeden Fall noch testen werde, ist ein Walker. Auric Walker, auch hier in diesen rötlich-orangenen. Das auf jeden Fall nochmal testen. Und dann natürlich auch etwas andere Bewegungsarten. Also ob ich jetzt einfach mal ein bisschen Pause mache. Bisschen drehen und dann wieder ziehen lassen. Also auch da so ein bisschen Spielerei wieder und gucken, ob da nicht noch ein bisschen was anderes geht, als nur mit dem Durchleiern. Wobei das Durchleiern eben auch gut funktioniert hat. So ungefähr ab der Mitte, ich würde sagen, ich zoome da mal hin. So, da ungefähr, also nochmal, da in dem Bereich, ich ziehe mal die Schnur da jetzt ungefähr hin. Genau, ungefähr da jetzt, in dem Bereich, haben die Rot- und Silberlachse eingeschlagen. Quasi gegenüber hier von diesen Wurzeln, von den Bäumen am Ufer. Und da werde ich jetzt gleich noch ein paar Mal hinwerfen. Und auch nochmal testen, ob wir da nicht was bekommen. Und das dann auch, wie gesagt, mit anderen Ködern. Ja, das passt schon ungefähr. Jetzt leiert man dran vorbei. Das geht mit der Strömung ein bisschen rüber. Vielleicht leiere ich gleich, zack, bis genau durch diese Stelle da vorne eben nochmal rein. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir hier mehr Rotlachse oder nicht? Offensichtlich sind da die Rotlachse und die Silberlachse. Man muss halt genau da irgendwo in diesem Bereich, in diesem mittleren Bereich wohl hinwerfen. Immer wieder die gleiche Stelle anwerfen. Zack, dass wir da irgendwo in diesem Bereich was kriegen. Scheint was zu sein. Na? Und auch noch eine Kamtschatka. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Also, soweit. Es war ein bisschen wenig weit ausgeworfen. Bisschen zu wenig Power. Ja, muss wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Genau, also nochmal das Ganze. Zack, ungefähr 20 bis 45% aufgeladen. Also 40 bis 45%, 20 vor ungefähr. Bei dem Gewicht. Es ist halt schwierig, ne? Also ich habe jetzt nicht geklippt. Ich suche mir da einfach jetzt so eine Entfernung, merke mir das ungefähr, wie weit ich auflade und versuche dann immer wieder gleich mit gleichem Schwung sozusagen auszuwerfen, wenn ich merke, dass es in dem Bereich funktioniert hat. Das ist halt wichtig, dass man weiß, okay, guck mal hier, zack, ballert der nächste rein. Also, dass man versucht, immer wieder die gleiche Stelle halt so ungefähr anzuwerfen, ist halt eh schwierig. Aber so grob kriegt man das doch hin. So, den leiern wir jetzt nochmal eben hier rein. Und dann wechseln wir nochmal den Köder. Und zwar jetzt nochmal den Walker. Auch nochmal interessant. Wieder auf der Oranje. Also die beiden können wir eigentlich mal testen. Ne? Wobei der hier, der hat halt auch so ein bisschen orange-rötliche Färbung. Eigentlich genau wie die anderen. Ja, den nehmen wir jetzt hier 1er Haken groß. Ich glaube, da können wir mehr Power geben. Ja, die sind vom Gewicht her nicht so doll. Die muss ich mit dem Setup hier mit maximaler Power auswerfen. Genauso werde ich trotz allem auch gleich nochmal den dunklen testen hier. Den braun-schwarzen Walker. Der hat ja laut Rekorden, wöchentlichen Rekorden, auch schon wieder Rotlachse und so gezogen. Getriggert. Vielleicht funzt das ja auch hier. Oder es war ein gänzlich anderes Wetter. Es war vielleicht deutlich kühler und es war vielleicht sogar ein bisschen bewölkt oder so. Kann natürlich auch sein, dass es dann da deutlich besser mit dieser dunklen Farbe funktioniert hat, als jetzt gerade bei strahlendem Sonnenschein hier. Fast 15 Grad. Vielleicht sind es jetzt gerade die Orangenen. Immer wieder ein ganz gutes Ding waren tatsächlich, wie gesagt, diese Hunter-Köder. Hatte ich vor einigen Wochen auch hier in diesem Bereich ganz gute Erfolge mit. Also hier gestanden, auch dann hier in Richtung der anderen Insel geworfen. Auch das ging tatsächlich ganz gut mit dem mittleren Hunter. Hunter 2 Serie hat geliefert. So, der scheint hier irgendwie nicht wirklich was zu bringen. 3-4 Mal geworfen, kein Ergebnis. Also wechseln und ich gehe nochmal auf den schwarzen mit roter Linie. Auch den nochmal schön durchziehen.
Vielleicht triggert der ja hier extra nochmal. Und auch hier natürlich jetzt die Frage, wie verhält sich der Köder gerade bei dieser extremen Strömung? Ist das eigentlich praktisch dafür oder nicht? Ich würde fast sagen, hier in dem Bereich schon Katastrophe. Ich werfe den nochmal viel weiter hoch. Gucken wir mal, wie er da jetzt reagiert. Wir ziehen ein bisschen an. Jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit zum Absinken, zum Rumtrudeln. Das ist ja das, was die Köder eigentlich tun. Das heißt, die fallen ja ein bisschen runter. Das sind also Oberflächenköder, die beim Ziehen schön an die Oberfläche gehen. Und sobald man ein bisschen locker lässt, stürzen die halt ab. Und dieses Spiel des kaputten Köderfisches, das wollen wir ja so ein bisschen hier imitieren. Aber ich glaube, das wird schwierig hier gerade. Ist vielleicht einfach nicht die richtige Area. Macht nichts, also fliegender Wechsel. Was wird auch immer getestet? Hashtag 3. Hier sind sie. 12 Gramm Orange. Geht auch immer. Die Hornets. Immer wieder ausprobieren. Verschiedene Geschwindigkeiten ausprobieren. Aber der scheint hier ganz gut zu leiern. Spinnt richtig gut. Richtig Vibration auch in der Spitze. Also der scheint hier richtig Gas zu geben. Jetzt ist die Frage, welches Tempo ist hier interessant. Ich teste nochmal ein bisschen langsamer. Zack, Biss. Jawohl. Das ist natürlich schön, wenn das dann wieder funktioniert. Ja, die Ketas wollen wir nicht. Wobei eben auch ein paar schöne jetzt mit über 5 Kilo reingegangen sind. Und da muss ich sagen, ist so ein Keter um die 5 Kilo auch nicht verkehrt. Nehme ich auch gerne mit. So, jetzt leihe ich nochmal richtig schön langsam durch. So auf Tempo 14 ungefähr. Gucken wir mal, ob das so ganz langsam funktioniert. Jetzt kommt er gleich hier in den Bereich, dass er quasi zack gegen die Strömung geht. Und kurz vorher nochmal der Einschlag. Wenn jetzt hier allerdings nur die Ketas draufgehen, dann auch da direkt wieder der Wechsel. Hashtag 3, eine andere Farbe testen, zum Beispiel den roten. Vielleicht gleich nochmal den grünen und den schwarzen. Einfach da die Farben durchtesten. Aber wenn das hier an der Stelle schon funktioniert und da gehen verschiedene Fischarten rein, ist es schon mal nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, in Gänze, ich habe viel getestet an verschiedensten Stellen. Einen Abend, dann die Nacht schon mal auf Quappe gegangen. Und dann einen Tag jetzt durchgetestet, auch hier zum Abend hin. Das war auf I4 oben, sind noch ein paar Dollys reingegangen. Slimshot 15. Slimshots könnte ich ja auch gleich nochmal testen. Die gibt es ja auch in den passenden Farben. Auch nochmal eine Idee. Auch hier nochmal den Rotlachs. Okay. Slimshot, da haben wir hier die 15 als Suchergebnis, als Suchanfrage. So. Leiern wir auch nochmal durch. Den ruhig ein bisschen schneller. Und zack. Na, guck. Na, schau mal einer. Das ist natürlich die Frage, was das jetzt triggert. Wie weit werfen wir raus? Aber ich glaube, die 15 Grammer, ja. Das sieht doch schon ganz vernünftig aus. Also, wie gesagt, auch da, ich teste halt immer wieder verschiedene Geschwindigkeiten. Ich will, dass der Köder schön vibriert. Dementsprechend achte ich immer darauf, dass in der Mitte dieser kleine gelb-grüne Strich, dass der da richtig Action macht. Dass der ins Flackern kommt. Und so teste ich dann eben verschiedene Geschwindigkeiten. Jetzt, wie gesagt, eher langsam. Hier so auf der 19. Jetzt flackert er schön. Dann geht er gleich anders in die Strömung. Das heißt, ich muss die Geschwindigkeit wieder ein bisschen anpassen. Kann ich vielleicht runtergehen, zack, auf eine 18, dann fängt er auch wieder an zu flackern. Dann gehe ich nochmal runter auf eine 17, wenn er gleich hart in die Gegenströmung geht. Also da ruhig die ganze Zeit ein bisschen dran rumspielen, verschiedene Geschwindigkeiten oder eben tatsächlich ganz klassisch mit Stop and Go reingehen. Ja, und was halt in den letzten Wochen immer wieder gut war an der Yama, sobald irgendwie ein, zwei Fische durch waren sozusagen und auf einmal nichts mehr ging, zack, fliegender Wechsel, Köder direkt ändern, neu auswerfen, neu probieren, andere Farben testen. Das ewige Spiel. Wirklich zu empfehlen, halt die gesamte Slimshot-Serie, wenn ihr damit startet. Die Slimshot 15 Gramm, genauso wie die 12 Gramm Type 1. Auch da die ganze Farbserie einmal durchholen, vernünftige Haken drauf machen und dann gib ihm. 12 Gramm
Spiker und Spinner, wenn man noch ein bisschen Kohle übrig hat. Lohnt sich auch. So, ich teste noch mal ein bisschen rum. Im Großen und Ganzen war es das aber jetzt hier. Ich würde sagen, die Stelle werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger testen. Vielleicht gehe ich aber auch gleich noch mal hier vorne hin, in dem Bereich, und kann dann hier hinwerfen und hier komplett hinwerfen. Die Kante interessiert mich auch. Werden wir gleich mal gucken, was von da vorne aus geht. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Vielleicht gehen bei euch ja auch noch so ein paar schöne Rotlachse rein oder Silberlachse. Oder die Ketas. Oder wie letztens beim Spiro, der hat mir nämlich noch geschrieben, Alden, hier, guck mal, da oben hat er sein Lennox als Trophy gefangen. Auch eine Idee. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Der Spiro ist auch regelmäßig auf Twitch unterwegs. Da auch einfach mal reinschauen. Der ist auch immer mächtig am Rumspinnen. Also wenn ihr da Infos, Tipps und Tricks braucht, einfach mal reingucken beim Spiro TV. So, reingehauen würde ich sagen. Ja, ich ziehe noch ein bisschen weiter raus und dann Petri gewünscht. Zieht raus die Brocken. Bis zum nächsten Mal auf Twitch oder im nächsten Video.